Schönen guten Morgen, Herr Schuhen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns dieses Gespräch zu führen. Gerne. Ich hätte eine Frage zu Ihrem beruflichen Werdegang. Wie sind Sie zu diesem Handwerk gekommen, das Sie heute ausüben? Ja, wie bin ich eigentlich als Junger, bin ich nach Brixen schon mit 12 Jahren gekommen. Und da habe ich in einer Gärtnerei, eigentlich bin ich Schule gegangen, 3 Jahre, aber im Sommer war ich auch dort und habe eben in dieser Gärtnerei gearbeitet auch, nicht? Und die Arbeit hat mir eigentlich auch gut gefallen so, aber dann zuletzt dann bin ich da weggegangen und dann habe ich von jemand gehört, ja, Koch wäre das Richtige, man verdient gut und so. Und dann habe ich, ja, wieso nicht, mal Koch probieren. Dann bin ich für 3 Wochen in Brunnich gewesen, in einem Hotel und habe eben dort als Kochlehrling gearbeitet. Aber dann nach 3 Wochen bin ich drauf gekommen, das ist nicht meine Arbeit. Das ist für mich, habe dort Kartoffeln schälen müssen, zu mühselig eigentlich und so. Und dann bin ich dort weg wieder und hier in Wengen gab es schon eine Weberei und er hat mich dann gefragt, ja, möchtest du nicht in der Weberei arbeiten oder so als Lehrer? Ja, dann habe ich halt so zugesagt, weil ich wusste gar nicht, was mache ich jetzt oder so. Dann habe ich halt diesen Angebot gleich angenommen und habe dort eben angefangen zu arbeiten als Lehrling und ich war dort dann für 3 Jahre, habe die Berufsschule in Brunnich gemacht und dann nach 3 Jahren, irgendwie hat mir das schon, aber natürlich mit dem Handwebstuhl hat man müssen den ganzen Tag eben das Treten von Handwebstühlen, den Webstützen hin und her werfen und so. Und irgendwie ist mir das in Engalien so mühselig geworden. Und dann habe ich halt, wenn ich dann als Geselle war, die Gesellenprüfung gemacht habe, dann ich muss irgendwie eine andere Stelle bekommen und so. Ich habe gehört, da gibt es schon mechanische Webstühle, die laufen mit einem Motor schon und so und gesagt, ja, das wäre für mich interessant. Und dann eines Tages bin ich einfach aufgebrochen und ich habe gehört, dass in Hall bei Innsbruck eine Weberei, Tiroler Heimatwerk ist. Und da bin ich einfach drauf losgegangen und habe mich dort angemeldet, ob ich nicht arbeiten könnte dort. Und dann hat es geheißen, ja, du kannst schon morgen da anfangen. Dann bin ich wieder zurück zu meinem halt bei meinem Chef, wo ich gearbeitet habe und habe gekündigt. Und bin dann eben nach einem Monat oder so, bin ich nach Innsbruck gegangen. Und natürlich war das für mich dort ganz interessant. Zuerst habe ich auch mit Handwebstühle gearbeitet, aber dann gleich nach einem Monat oder so habe ich können mit dem mechanischen Webstuhl arbeiten. Und diese mechanischen Webstühle natürlich, die laufen dann mit Motoren. Da braucht man nicht mehr den Webstützen hin und her werfen und das Treten von einem Schackert-Webstuhl und so. Und das hat mir einfach dort gut gefallen und ich habe dort dann, war ich dann mehr als ein Jahr und dann bin ich halt wieder zurück und dann, die haben damals schon die Handwebstühle weggetan, weil sie eben diese mechanischen Webstühle dort hatten und die Handwebstühle haben sie nicht weggeschmissen, aber sie haben es einfach irgendwie in Unterdach verstaut. Und wie ich dann zurück bin, dann war ich, das war 1967, dann hat mir eigentlich eine Weberei in Brunnich, da gibt es Weberei Franz und Weberei Ulbrich und Weberei Ulbrich hat unbedingt einen mechanischen Webarbeiter. Und der hat mich dann eben gleich dann gefragt, ob ich nicht bei ihm da arbeiten würde.
Und ja, ich bin nicht mehr nach Innsbruck hinaus und denke, Bruneck ist näher, ich bleibe schon lieber hier. Und dann habe ich eben dort angefangen und habe eben bei ihm dann 3 Jahre bis 1970 dort in der Weberei gearbeitet. Und das war für mich dann schon immer wieder das. Meistens haben wir auf Bestellung gearbeitet dort, weil das war sehr, sehr viel Nachfrage für Weberei. Im Südtirol gab es nicht viele Webereien, aber der Stoff war einfach gefragt und so, und überhaupt das Schackert-Weberei. Schackert-Weberei, das ist ein Bildgewebe, weil die einfache Weberei mit Schäfte, das läuft viel einfacher, aber da ist eben die Schackert-Maschine oben und die läuft schon mit Lochkarten und so. Die Muster werden schon dort auf Lochkarten übertragen. Und ich habe eben dort dann bis 1970, dann ist mir eingefallen, ja eigentlich war mir das auch zu irgendwie, ich möchte irgendwie weiterdenken oder so. Dann ist mir eingefallen, ja eigentlich, wieso nicht diese Handwebstühle, was wir draußen im Penteroler Heimatwerk hatten, zu uns hereinbringen. Ich frage mal nach, ob sie diese Webstühle vielleicht dann veräußern oder verkaufen oder so. Und dann bin ich hinaus und habe gefragt, ja, wie ist mit den Handwebstühlen so? Ah ja, die kannst du gerne haben, weil wir haben sie in Unterdach oben und man kann sie, das können sie dann abholen und dann haben wir zuerst müssen eben hier die Werkstatt bauen. Wir haben ja schon den Rohbau 1960 den Rohbau gemacht für Haus und die Werkstatt. Und dann über den Winter 1969, 1970 habe ich noch in Bruneck gearbeitet und 1970 im Frühjahr haben wir weitergearbeitet. Wir hatten auch einen Kollegen, den Herrn Alton Augustin. Wir haben eigentlich das zusammen aufgebaut. Er hat in Bruneck beim Franz gearbeitet oder gelernt. Oder nein, gelernt hat er auch hier bei Nagler oben in Wengen, aber er hat dann später dann beim Franz gearbeitet halt auch und so. Und wir haben einfach angefangen, da mal dieses Haus und die Werkstatt fertig zu bauen. Und im Herbst hatten wir soweit diese Arbeit schon fertig und wir haben im Herbst dann diese Webstühle in Innsbruck in Hall unten abgeholt. Und dann sind wir bis zum Brenner gekommen mit diesen Webstühlen und es hat geheißen, das sind Handwebstühle aus Holz. Und am Brenner haben sie eben da war die Finanz und da waren noch wir müssen das irgendwie versteuern. Und dann haben sie gesehen, ja, das sind auch ein paar Teile aus Metall. Das ist die Weblade eigentlich oder den Regulator, der was den Stoff auf den Stoffrolle eigentlich aufwickelt. Das war halt ein paar Teile aus Metall. Dann haben sie gesagt, nein, es heißt in der Ding, das sind Handwebstühle aus Holz und wir sehen, da ist nicht alles aus Holz. Wir müssen diese Handwebstühle nach Innsbruck, nach Hall wieder zurückbringen. Und dann hat unser Bürgermeister oder das war ein Politiker in Rom, der Herr Brucker, glaube ich. Der war schon in Rom, hat der gearbeitet und dann gesagt, ja, gehen wir halt zum Brucker und schauen, was man da machen können. Dann ist eben unser Bürgermeister, hat mit dem Brucker geredet und so, wie man das, ja, und dann hat er uns irgendwie weitergeholfen. Nach einem Monat haben wir können draußen wieder diese Webstühle abholen und dann ist da losgegangen über den Brenner und wir haben die hier dann aufgestellt und dann haben wir in 1971 oder schon Ende 1970 angefangen unten mit den Webstühlen. Wir müssen die aufstellen und dann haben wir müssen Weber suchen und so und wir hatten da 2, 3 Lehrlinge schon eingestellt. Und das ging so weiter eigentlich.
2, 3 Weber. Wir hatten dort 5, 6 Webstühle aufgestellt. Und natürlich beim Handwebstuhl muss jeder Weber einen Handstuhl bedienen. Und dann ging das so weiter und 1974 habe ich gehört, bei Stuttgart, Sindelfingen, gibt es eine Webschule. Weil ich habe gesehen, weil die Berufsschule im Grunde war wir waren als Stricker und als Schneider und als Sticker alle in einer Schule. Und von der Weberei haben wir dort überhaupt ganz wenig mitbekommen. Es war Materialkunde, okay, Fachrechnen etwas und so, aber ich habe einfach gespürt, ich kann da zu wenig, ich möchte mich weiterentwickeln. Und dann bin ich eben für ein Jahr nach Stuttgart-Sindelfingen an der Webschule. Und dort war die Ausbildung für Lehrlinge auch bis Gesellenbrief. Und dann gab es ein Jahr für Meisterausbildung. Und ich habe eben dort diese Meisterausbildung für ein Jahr gemacht. Und das war für mich eigentlich, ich habe hier einmal im Monat bin ich reingekommen. Inzwischen hat mein Kollege, der Alton Augustin, das irgendwie weitergeführt. Und einmal im Monat bin ich halt reingekommen am Samstag und weil die Buchhaltung habe ich inzwischen immer gemacht und so. Und dann wieder hinausfahren und dann habe ich eben im Juli 1974 den Meisterbrief bekommen, halt abgeschlossen, und das war für mich ziemlich schwer, weil das war wirklich viel Stoff und wir haben müssen abends dann noch von 7 bis 10 Uhr das rechtliche Teil abschließen und so. Das war für mich wirklich, wie ich zurückgekommen bin, hatte ich lange Zeit Albträume, ob ich schon imstande war, diese Meisterprüfung zu machen, weil das hat mir halt doch diesen Zettel, dass ich ein Meister bin von der Dinge, irgendwie viel gegolten, so nicht. Und nein, es ist ganz gut gegangen, weil von der Praxis her hatte ich eher leichteres, aber von der anderen Seite irgendwie hatte ich mir ein bisschen schwer getan, so, aber es ging wirklich gut. Und dann bin ich wieder halt zurück und wir hatten halt, dann habe ich 1974 schon geheiratet, dann ist meine Frau auch eingestiegen und die hat mir sehr, sehr viel geholfen, weil wir müssen die Muster zeichnen und die werden auf einen Lochkarten, halt oder Patronenpapier aufgezeichnet mit der Hand, mit Handpinsel, mit Wasserfarben, einfach, und das ist eine große Arbeit, bis man die gezeichnet hat, die sind größere Flächen oft, und dann auf die Lochkarten übertragen. Die Lochkarten müssen zusammengebunden werden, das werden vielleicht unten dann auf den Handwebstuhl, können wir das einmal besser aufzeichnen und uns, ja, und dann haben wir einfach, meine Frau, und oft einmal Nächte gearbeitet für neue Muster, und das war so schön, diese neuen Muster dann wieder auszuprobieren, neue Muster machen, neue Farben. Das ist einfach das Attraktivste eigentlich in der Weberei, neue Muster zu kreieren. Und auch die Farben. Und das hat man so ein Gefühl, dass man wieder was Neues kreieren. Man macht 1, 2, 3, 4 Muster vielleicht, und von den Mustern vielleicht läuft einer gut, weil wir haben sie gleich dann ausprobiert und wir hatten ein Detailhandelsgeschäft und auch, dann hat man gleich gesehen, was wird nachgefragt und so und eben, da haben wir einfach dann wir haben angefangen 70 und wir wollen im Jahre 1970 dann auch ein 50-jähriges Jubiläum, und wir haben eine Festschrift gemacht da und wir wollten auch mal ein Fest kreieren, aber dann war Corona und das haben wir dann nicht mehr gemacht. Wir haben diese Festschrift gemacht schon, das kann ich Ihnen auch mitgeben und so, und das hat sich einfach so entwickelt.
Und dann sind eben, wir haben 4 Söhne und eine Tochter. Und die haben dann halt auch, wie sie aufgewachsen sind, angefangen da mit dem Handwebstuhl so zu hantieren und so. Und dann sind wir so weitergegangen und die haben dann studiert und so. Aber dann sind 2 Söhne, haben jetzt eigentlich unser Betrieb übernommen auch. Ja, das ist eigentlich so. Und meine Frau und ich bin schon länger in Pension, aber ich arbeite immer mit, weil mir einfach, bis ich die Gesundheit habe und so und mir die Arbeit gefällt, arbeite ich halt immer mit, als wir. Und meine Frau sowieso auch, die ist halt immer, das hat sich weiterentwickelt. Dann heutzutage ist nicht mehr so die Quantität von Stoff gefragt, aber mehr die Qualität, weil die ganzen Importe, die was dann eben gekommen sind aus China, aus Japan, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo kommen noch diese Stoffe? Viel. China und Indien? England, nein, das Indien? ist Indien, das ist mir nicht eingefallen. Aus Indien ist eine sehr konkurrent, die machen sehr schöne Stoffe auch und so und billige Stoffe. Und deswegen haben wir uns müssen irgendwie mehr auf Qualität schauen und so. Und den Verkauf war halt auch nicht mehr so. Das Geschäft im Detail ist eher rückläufig gewesen so. Wir hatten auch eine Filiale in Corvara auch für 10 Jahre. Aber dann, jetzt haben die Söhne eingefangen mit Online-Shop. Und das läuft eigentlich seit Corona eigentlich, hat man müssen das Geschäft dann zumachen, wir konnten nicht mehr. Und die haben dann damals mit dem Online-Shop angefangen und der läuft eigentlich ganz gut. Ja, wir haben dann, gibt viel Arbeit, wenn man neue Artikel hat, muss man die reingeben, alte Artikel, was wir nicht mehr hatten, wieder rauchen und so, aber das läuft eigentlich mit Vorhänge, mit Tapezierungen machen wir auch und so, läuft eigentlich, muss sagen, sehr gut eigentlich so. Und natürlich machen wir dann, geht ein Sohn mit Muster hinaus in Hotellerie oder in Geschäfte auch, wo dann, die brauchen viele Vorhänge so, auch tapezieren und so und wir machen die dann auf Maß, da werden die Muster ausgesucht und dann werden halt dort in die Maße abgenommen. Wir tun auch das dann mit Schienen und Vorhangsstangen montieren und so und einfach eben, und da gibt's Arbeit genug eigentlich so, ja. Ja, das habe ich jetzt vielleicht zu lange einfach so, ich habe einfach diese Geschichte, aber Sie können ja das ausschneiden und ja. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen in Ihrem Beruf? Ja, die größte Herausforderung, glaube ich, ist schon, dass man immer weiter schaut, weil wenn ich und meine Frau hätten müssen weitergehen, dass die Söhne nicht das irgendwie uns geholfen hätte oder eingestiegen wären, das wäre dann eher problematisch. Weil ich habe gesehen, auch die alten Muster, was wir damals, rustikale Muster und sich hier in Südtirol einfach Herzen, Edelweiß und damals gingen sie einfach, die Leute haben einfach diese ganz rustikale Muster gesucht, die sind einfach zurückgegangen. Die haben angefangen so schon etwas rustikale, aber ins Moderne schon so. Und das sehe ich, die jungen Leute suchen schon das Rustikale, aber die müssen irgendwie bis ins Moderne. Und das habe ich gesehen und auch Materialien. Mit etwas Wolle haben wir auch angefangen, sonst wir haben eigentlich damals nur mit Baumwolle und Leinen gearbeitet. Nur Naturfasern eigentlich nicht und die haben angefangen jetzt auch so mit Vorhänge, ein bisschen mit Mischgewebe,
mit Drallon und mit, ja, eben mit Kunstfaser zu arbeiten und so. Und das ist einfach für die Vorhänge und so viel besser, weil die lassen sich einfach beim Waschen, die gehen nicht mehr so ein und lassen sich besser bügeln und so, die finden einfach weicher und so, überhaupt für die Vorhänge. Tischdecken kann man schon noch gut mit Halbleinen und so machen, aber und auch von den Webstühlen. Wir haben angefangen, wir haben jetzt auch einen Webstuhl, der läuft mit einer Diskette, nicht mehr Lochkarten. Das ist ein Webstuhl, wie sagt man heutzutage, die computergesteuert, ja, mir fällt computergesteuert und die laufen einfach, weil schon von den Muster her, die Muster braucht man nicht mehr auf Lochkarten zu machen, weil das ist eine sehr mühsame Arbeit, ein neues Muster zu machen mit Lochkarten. Die kann man einfach, wir haben einen Muster, wo man die Muster eigentlich auf einem Programm aufzeichnen kann und die werden einfach dann übertragen auf eine Diskette und eben die Diskette in den Rechner rein und das läuft schon. Und das geht einfach sehr schnell. Will man was ändern im Muster und so, dann braucht man auch nur nicht mehr die Lochkarte hernehmen und die ganze verändern, aber einfach in dieser Diskette, das geht sehr schnell. Ich meine, das ist einfach vom Webstuhl und die laufen auch schneller und so. Und man kann Breiten bis zu 3, wir weben bis zu 3 Meter Breite, als man den Handwebstuhl nicht imstande wäre, mit so einem breiten Webstuhl zu arbeiten. Und eben, dann muss man einfach schauen, wo gibt es leichter oder wo bekommt man Arbeit, einfach in der Hotellerie und für Vorhänge und weniger Tischdecken, aber so mehr, wir arbeiten einfach viel mit, oder Tapezieren eigentlich und so. Eben, dass man einfach immer vorne schaut und es ist eigentlich sowieso, dass die Söhne eingestiegen sind. Sonst hätten wir vielleicht ziemlich schwer getan, um weiter zu bestehen. So, nicht? Aber so sehe ich die Zukunft schon gut. Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, die sich für ihr Handwerk interessieren? Ja, Rat, es ist schwer, junge Leute zu motivieren, so einen Handwerk zu erlernen. Ich denke, Weberei wäre sehr, sehr interessant eigentlich. Schon Muster und Farben und sehr kreativ kann man das sein. Ich finde das schon, aber ich sehe halt die Jungen, die studieren mal, die machen einfach Matura und dann Matura ist halt noch zu wenig und so, die machen einen Bachelor dann und so und dann ist halt ziemlich schwer, einfach die wieder zurückzuholen für ein Handwerk. Aber ich denke, ich habe auch mit unseren Söhnen gesehen, jetzt mit dem jüngsten Sohn, der hat in Mailand Design studiert, Produktdesign und den ganzen Tag, der ist in Bozen, der arbeitet in Bozen beim Raiffeisenverband und er ist halt nicht ganz glücklich mit dem ganzen Tag beim Computer und so. Das nimmt ihn einfach irgendwie und er probiert halt bei uns oft einmal beim Handwebstuhl und so und sagt, ja, das wäre einfach toll, mit den Händen zu arbeiten, nicht immer beim Computer und so und das eigentlich gefällt mir als Handwerk so schon. Ich denke, Handwerk muss wieder zurückkommen und bei den Jungen, ich glaube, es wird auch viel bei den Mittelschulen und so, die werden diese Handwerksberufe vorgestellt. Und ich sehe auch hier, die kommen oft einmal die Klassen, schon die Kindergartenkinder kommen her und dann tut man ihnen kurz irgendwie das erklären und so oder Schulklassen auch von der Mittelschule, die kommen
Und ich sehe, die haben dann schon Interesse, aber man müsste halt viel, viel mehr irgendwie noch ihnen diese Handwerksberufe bringen und wie toll ist eigentlich ein Handwerksberuf, wo man mit die Hände und mit Kopf und so, und das wird einfach, alles wird mehr und auch gesünder, denke ich, wo man die Bewegung hat und ja, ich denke, da schon die Zukunft, Handwerk, gutes Handwerk wird einfach gebraucht auch und so, nicht nur Studierende und so. Und ich hoffe schon, dass das Handwerk eine gute Zukunft und dass jetzt eine Zukunft, wo wirklich viel Nachfrage ist auch und so, und dass sie das Interesse bekommen. Vielen Dank. Dankeschön. Bitte, gerne. Hat mich gefreut, dass ich Ihnen was habe erzählen können.